Herzlich willkommen, mein Name ist Maribella und in diesem Video seht ihr, wie ich den Speer von Aloy gemacht habe. Wenn ihr Interesse habt, dann bleibt einfach dran. An Materialien habe ich gebraucht Evaform, Worbler, PVC-Rohre, Heißluftfolien, Pattex, Acrylfarben, Autofolie und Spritzspachtel. Ebenso habe ich mir von einem Kumpel einen Blueprint erstellen lassen von der Waffe, die ist 1:1 von den Proportionen richtig. Den Download findet ihr in der Infobeschreibung. Ich habe ihn in einem Druckerladen in DIN A1 ausdrucken lassen. Wichtig ist, dass die Waffe proportional zu eurem Körper passt. Ich glaube, die Originalgröße ist 150 cm, findet ihr aber auch im Cosplaybogen. Ich habe dann erstmal die PVC-Rohre zurechtgeschnitten und geteilt, weil sie ein bisschen angepoliert, und dann habe ich einen abgeschnitten und in der Mitte durchgeschnitten, damit wir dort die zwei PVC-Röhre miteinander verbinden können, und habe dann mit Wobbler geschlossen. Ihr könnt auch ein größeres PVC-Rohr dafür nehmen, um es dann reinzustecken, so wie ihr seht, dass man die jetzt ineinander stecken kann. Dann habe ich sie aufgewärmt mit dem Heißluftföhn und über den Blueprint gelegt, weil ihr schwer leicht gebogen ist, und habe so lange die PVC-Röhre mit dem Heißluftföhn erhitzt, bis es gepasst hat. Wichtig ist, eine gute Untergrundfläche zu nutzen. Also ich habe hier extra ein Holz drunter gelegt. Pass auf, es ist heiß. Dann habe ich angefangen, an der Form rumzuarbeiten. Ich habe erstmal mit Pappe mir ein bisschen oben diese Holzoptik draufgelegt, weil sie die oben drüber wie so ein Holzauflegen hat über diesem Speer. Habe es eigentlich erst komplett mit Karton eingearbeitet, aber das war total bescheuert, habe sie aufgeschnitten. Also wenn ihr nochmal seht, dass es komplett ummantelt ist, ich habe letztendlich nur noch oben die Pappe drauflegen und habe es dann mit Evaform ummantelt. Also habe hier versucht, das relativ ganz eng drum zu schließen, was mit dem Pattex nicht ganz funktioniert hat. Ich habe es dann mit Klebeband eingewickelt, bis es getrocknet ist. Dann hat es sehr gut gehalten, aber der Pattex trocknet sehr langsam. Also vielleicht ist es besser, da einen anderen Kleber zu benutzen, aber es hat irgendwie funktioniert. Genau, dann habe ich noch die andere Seite ummantelt. Wichtig ist halt immer die Verbindungspunkte, damit wir den Speer am Ende teilen können, weil er ist doch sehr groß, und zum Verreisen ist es ein bisschen einfacher, wenn wir den Speer letztendlich teilen können. Ich sage, meine Verbindungsstelle war nicht ganz so intelligent, also er fällt immer auseinander. Da wäre es besser, eine andere Alternative zu finden. So, dann habe ich mich an die hinteren Teile von dem Speer getraut, habe die Pappe unter meinen Blueprint gelegt und habe mit einem Stift die Punkte durchgedrückt, um Anhaltspunkte zu haben, und habe sie dann ausgeschnitten. Das war irgendwie das Intelligenteste, was mir eingefallen ist. Man kann natürlich auch ein unsichtbar und transparentes Papier drüber legen, und so, ich habe das gleich dann 4-mal gemacht, um relativ symmetrische Teile zu haben. Funktioniert nicht immer, aber naja. Ihr seht, ich habe die Basis davon auch mit Karton gemacht und es dann mit Evaform eingemantelt, weil ich zu wenig Evaform hatte. Also bestellt euch genügend Evaform. Und habe dann halt erstmal die Pappteile unten drunter gelegt und habe sie dann mit Evaform ummantelt. Also ich glaube, mein Evaform war einfach nicht dick genug. Genau. Und oben seht ihr, dass es so leicht komisch zusammenläuft. Deswegen habe ich dann unter dem Stück noch ein Pappteil drunter gelegt. Ja, damit er dann oben diese Form erhält. Ich weiß nicht, wie ich es richtig erklären soll. Ich hoffe, das Video macht das irgendwie ersichtlich. Genau, dann habe ich halt die Evaforms draufgeklebt. Also meine Empfehlung wäre es, verschiedene Evaform-Stärken zu bestellen. Ich glaube, ich habe hier nur 2 mm bestellt. Genau. Und dann habe ich hier mit einem Transparentpapier gearbeitet. Ich habe hier einfach verschiedene Techniken ausprobiert, wie ich am besten zurechtkomme. Ich habe dann erstmal irgendwie so die Löcher ausgemalt, damit ich irgendwie durchblicke. Ein bisschen ausgeschnitten und dann aufs Evaform übertragen. Genau.
dann gehen wir ans Warbler. Ich habe auch noch nie mit Warbler gearbeitet. Tatsächlich ist es aber sehr lustig. Ihr schneidet das halt aus und dann könnt ihr schön stark eigentlich erhitzen. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen empfindlich seid mit Hitze, seid vorsichtig oder tragt Handschuhe oder, naja, stellt euch eine Schüssel mit kaltem Wasser daneben. Ich bin da leider nicht mehr so empfindlich. Und dann probiert es einfach aus. Wenn das Warbler, wenn ihr es verformt habt, könnt ihr es einfach wieder erhitzen und dann könnt ihr es wieder umformen. Hier habe ich also oben, wie gesagt, oben liegt wie so ein Brett auf dieser Stange und deswegen habe ich hier versucht, das so umzuklappen, um diese Optik wieder zu erhalten und habe es dann mit einem Schraubenzieher geformt. Seid da kreativ, nehmt was ihr wollt, ihr braucht kein extra Werkzeug dafür. Und dann habe ich diesen Holzballen von ihr gemacht und habe es irgendwie aus Eva-Form geschnitten. Da ist es vielleicht ganz gut, wenn ihr irgendwie was zum Beschleifen habt. Ich war da ein bisschen voll gewesen. Und habe es dann angeklebt und dann die ganze Geschichte mit Warbler wieder ummantelt und versucht, das relativ schön hinzukriegen. Habe dann das Holzmuster hier mit einer Feile rausgearbeitet. Und dann geht es an die ganzen kleinen Teile. Also da ist es sehr gut mit dem Blueprint zu arbeiten, zu gucken, welche Teile sind da, die so übertragen, ausschneiden und dann drauf zu kleben. Wie gesagt, ich wusste auch die meiste Zeit nicht, was ich da getan habe. Aber ich habe trotzdem versucht, dieses Tutorial für euch zu machen, damit der Nächste vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat, was man da macht. Genau, also immer wieder erhitzen, 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 erhitzen und formen. Eigentlich ganz einfach. Genau, ich habe mir dann nochmal auf mein Tablet von der Cosplay-Vorlage von Guerilla Games nochmal die Details angeguckt und habe hier versucht, dieses Zickzack-Muster reinzuarbeiten. Und dann habe ich hier die Ränder gemacht. Da könnt ihr auch die Reste benutzen und zusammenfalten. Und dann habe ich die versucht, an diese Kanten anzubringen. Und ja, das halt versucht, so ordentlich wie möglich auszuarbeiten. Hier dann nochmal die Nahaufnahme, obwohl das Licht leider sehr schlecht war. Es tut mir sehr leid, ich habe das oft abends nach der Arbeit gemacht. Genau, hier mache ich die Schnüre. Das heißt, ich habe 2 lange Streifen genommen, habe sie erwärmt und immer miteinander verdreht. Und hier habe ich leider das vergessen, richtig aufzunehmen. Ich habe dann versucht, die halt um die Stange rumzulegen. Und ja, ihr seht das Licht am Ende nochmal im Detail. Genau, da habe ich auch wieder ein Teil ausgearbeitet. Wie gesagt, ich lege das dann auf den Blueprint, gucke, ob das von der Form so passt. Und habe es dann erstmal auskühlen lassen. Also der Blueprint ist wirklich schon sehr praktisch. Also ich würde es jedem empfehlen, einen Blueprint zu drucken. Wie gesagt, die Datei findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Genau, und als ich fertig war, habe ich alles mit Spritzspachtel geformt, dann abgeschliffen und dann wird's gemalt. Leider habe ich vom Malen kein Video gemacht, es tut mir sehr leid. Ich wusste nicht, ob es gut wird. Wenn ihr nochmal ein Tutorial zu sowas haben wollt, dann sagt einfach Bescheid. Die Federn findet ihr in einem extra Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao!